Als Besucher Sherlock Holmes in der Baker Street besuchten, taten sie oft überraschende Dinge. Manchmal legten sie ihre Köpfe in ihre Hände und weinten. Manchmal redeten sie und konnten nicht aufhören. Und manchmal saßen sie einfach da und sagten kein Wort. Aber niemand war überraschender als Dr. Thornycroft Hubel. Er war ein großer Mann, groß, gut gekleidet und wichtig aussehend. Er kam in den Raum, ging zu einem der großen Stühle und fiel plötzlich hinein. Er saß dort mit geschlossenen Augen, sah blass und krank aus. Ich lief los, um ihm Wasser zu holen. Dann holte ich meine Arzttasche und sah ihn sorgfältig an. »Was ist los, Watson?« sagte Holmes. »Er ist in Ordnung, denke ich«, sagte ich. »Er ist einfach sehr, sehr müde und wahrscheinlich auch hungrig.« Holmes sah in die Tasche des Mannes und fand ein Zugticket aus Maccleston im Norden Englands. »Malone, das ist weit«, sagte Holmes. »Es ist noch nicht 12 Uhr, also ist er wahrscheinlich vor 5 Uhr heute Morgen von zu Hause aufgebrochen.« Nach 1 oder 2 Minuten begann der Mann sich zu bewegen, und seine Augen öffneten sich. Eine Sekunde später stand er schnell auf. Sein Gesicht war nun rot und unglücklich. »Mr. Holmes, es tut mir so leid. Ich habe heute Morgen vergessen, etwas zu essen oder zu trinken.« »Deshalb ging es mir schlecht«, sagte der Mann. »Wenn es Ihnen besser geht«, begann ich. »Mir geht es jetzt besser, danke«, sagte unser Besucher. »Und ich möchte sehr gerne mit Mr. Holmes sprechen, um ihm etwas zu fragen. Bitte, Mr. Holmes, kommen Sie mit mir im nächsten Zug nach Emillon.« »Es tut mir leid, das ist nicht möglich«, sagte Holmes. »Ich arbeite an 2 wichtigen Fällen, dem Fera-Fall und dem Abeni-Fall. Ich kann London momentan nicht verlassen.« »Wichtige Fälle«, rief unser Besucher. »Aber dieser Fall ist auch sehr wichtig. Wissen Sie von der Entführung des Sohnes des Herzogs von Holderness vor 3 Tagen?« »Was, der Minister?« »Ja, das ist er.« »Also wussten Sie es nicht? Es steht noch nicht in den Zeitungen.« »Das ist wahr, aber Sherlock Holmes hört immer Nachrichten bevor andere Menschen.« Ich dachte. Holmes holte ein Buch und begann die Seite über den Herzog von Holderness zu lesen. Holderness, 6. Herzog, Ehefrau Edith, Tochter von Lord Grey, ein Kind, Lord Arthur, Sooty-Häuser in London, Lancashire und Wales, Minister für dies, das und jenes. »Nun, nun«, sagte Holmes, »er ist einer der größten Männer im Land.« »Einer der größten und einer der reichsten«, sagte Dr. Hubel. »Ich weiß, Mr. Holmes, dass Sie nicht für Geld arbeiten, aber ich muss Ihnen sagen, dass der Herzog 5.000 Pfund für Neuigkeiten über seinen Sohn und weitere 1.000 Pfund für den Namen seines Entführers bietet. Das«, sagte Holmes, »ist ein sehr interessantes Angebot.« Er sah mich an. »Watson, ich denke, wir gehen mit Dr. Hubel heute Nachmittag zurück in den Norden Englands.« Holmes sah dann Dr. Hubel an. »Nun, Sir, erzählen Sie mir alles. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Wie ist es passiert? Und warum kommt Dr. Thornycroft Hubel zu mir, um meine Hilfe zu bitten?« 3 Tage später trank unser Besucher etwas Wasser und begann seine Geschichte. »Meine Schule, die Prairie School in der Nähe von Millon, ist die beste Schule für junge Jungs in England«, begann Dr. Hubel. »Wir haben die Söhne von Lord SS, Lord Lever und vielen anderen wichtigen Leuten. Vor 3 Wochen kam Mr. James Wilder, der Sekretär des Herzogs von Holderness, zu mir.
Der Herzog, sagte er, wolle seinen Sohn, den 10-jährigen Lord Suti, am 1. Mai in meine Schule schicken. Junger Lord Suti kam. Er ist ein netter Junge, und er begann bald, das Schulleben zu mögen. Er musste Freunde finden. Sein Leben zu Hause, wissen Sie, war nicht sehr glücklich. Wir alle wissen vom Herzog und seiner Frau. Die Herzogin lebt natürlich jetzt im Süden von Frankreich. Sie verließ den Herzog vor etwa 3 Monaten, denke ich, aber der Junge liebte seine Mutter und war sehr traurig, als sie ging. Deshalb schickte der Herzog ihn in meine Schule, und nach 2 Wochen bei uns war er viel glücklicher. Dann in der Nacht des 13. Mai verschwand er. Der Weg zu seinem Schlafzimmer führt durch einen anderen, größeren Raum. 2 ältere Jungen schlafen dort. Einer von ihnen schläft nie sehr gut, und er hörte und sah nichts in dieser Nacht. Also ging der junge Arthur nicht durch dieses Zimmer. Sein Fenster war offen, und es gibt Efeu an der Wand des Hauses. Es ist leicht, aus dem Fenster zu steigen und das Efeu hinunter zum Boden zu klettern. Also denken wir, dass er auf diesem Weg hinausging. Er war in seinen üblichen Schulkleidern. Wir denken, ein kurzer schwarzer Mantel und dunkelblaue Hosen. Wir haben sein Zimmer sehr sorgfältig durchsucht, aber wir fanden nichts Seltsames, nichts Ungewöhnliches. Als ich die Nachricht um 7 Uhr am Dienstagmorgen erfuhr, rief ich alle in den großen Schulraum. Dann erfuhren wir noch schlimmere Nachrichten. Heiger, der Deutschlehrer, war auch verschwunden. Sein Zimmer ist nicht weit von Arthurs Zimmer entfernt. Heiger ging den Efeu hinunter. Wir wissen das, weil wir seine Fußabdrücke auf dem Boden unter dem Fenster fanden. Wir wissen auch, dass er nur in seinem Mantel, seiner Hose und seinen Schuhen war, weil wir sein Hemd und seine Socken auf dem Boden seines Zimmers fanden und er sein Fahrrad mitnahm. Heiger kam vor einem Jahr an die Schule. Er ist ein guter Lehrer, aber die Jungen mögen ihn nicht, weil er nicht sehr freundlich ist. Also, Mr. Holmes, haben wir 2 vermisste Personen. Es ist jetzt Donnerstag und es gibt immer noch keine Nachrichten von Ihnen. Holmes holte ein kleines Notizbuch heraus und begann Dinge aufzuschreiben. Der Junge ist natürlich nicht nach Hause gegangen, sagte er. Nein, nein, wir haben sofort im Holderness Hall nachgefragt, sagte Dr. Hubel. Der Herzog hat große Angst um seinen Sohn, und ich bin der unglücklichste Mann in England. Mr. Holmes, Sie sind ein berühmter Detektiv. Bitte helfen Sie mir. Du machst es mir sehr schwer, sagte Holmes. Wie soll ich nach 3 Tagen noch Spuren im Efeu oder auf dem Boden finden? Warum bist du nicht sofort zu mir gekommen? Wegen des Herzogs, sagte Dr. Hubble. Er mag es nicht, wenn über sein unglückliches Familienleben gesprochen wird. Und was machen die Polizei? Nun, sie hörten von einem Jungen und einem jungen Mann am Bahnhof am Dienstagmorgen. Sie suchten nach ihnen. Und gestern Abend fanden sie in Liverpool. Aber es war ein Mann und sein Sohn, die einen Freund besuchen wollten. Wir haben 3 Tage wegen dessen verloren. Und gestern Nacht konnte ich nicht schlafen, also nahm ich den ersten Zug nach London heute Morgen. Nun, Dr. Hubel, noch ein paar Fragen, sagte Holmes. Hat der Junge Deutschunterricht? Nein, also kannte er den Deutschlehrer nicht? Nun, dann hat er wahrscheinlich nie mit ihm gesprochen, sagte Dr. Hübel. Hat der Junge ein Fahrrad? Nein. War ein anderes Fahrrad verschwunden? Nein.
Also ist der Deutschlehrer in der Nacht mit dem Jungen auf seinem Fahrrad weggefahren? Ich glaube nicht. Aber was ist jetzt mit dem Fahrrad passiert? Was ist mit den Besuchern? Hatte der Junge am Tag davor Besuch? Nein. Hat er irgendwelche Briefe bekommen? Ja, einen Brief von seinem Vater. Öffnen Sie die Briefe des Jungen, Dr. Huble? Nein. Wie wissen Sie dann, dass der Brief vom Vater war? Ich kenne die Handschrift des Herzogs, und er sagt, dass er einen Brief an seinen Sohn geschrieben hat. Hat der Junge Briefe aus Frankreich bekommen? Nein, ich habe keine gesehen. Verstehen Sie mich, Dr. Huble? Sagte Holmes. Wurde der Junge weggenommen oder ist der Junge freiwillig gegangen, weil er einen Brief aus Frankreich hatte? Vielleicht, sagte Dr. Huble. Ich weiß nicht. Er hatte nur Briefe von seinem Vater. Nun waren Vater und Sohn sehr freundlich. Der Herzog ist kein sehr freundlicher Mann, Mr. Holmes. Er ist kein schlechter Vater, aber er ist Minister und hat viele Dinge zu tun. Also fühlte sich der Junge seiner Mutter gegenüber freundlicher. Ja. Hat er das gesagt? Nein. Hat der Herzog Ihnen das gesagt? Oh nein, der Herzog spricht nie über solche Dinge. Also, wie wissen Sie es? Mr. James Wilder, der Sekretär des Herzogs, hat es mir gesagt. Ich verstehe, sagte Holmes. Wo ist jetzt der letzte Brief des Herzogs? Der Junge hat ihn mitgenommen, sagte Dr. Huble. Er ist nicht in seinem Zimmer, Mr. Holmes. Unser Zug fährt in einer halben Stunde, sagte Holmes. Richtig, sagte Holmes. Er sah mich an. Watson, lass uns fertig werden und mit Dr. Huble in den Norden fahren. Vielleicht können wir einige Antworten auf dieses Rätsel finden. Es war dunkel, als wir in der berühmten Schule von Dr. Huble in den nordischen Hügeln ankamen. Wir gingen schnell ins Gebäude, um der Kälte zu entkommen, und sofort kam jemand mit Neuigkeiten. Der Herzog ist hier, sagte er uns. Der Herzog und Mr. Wilder, sein Sekretär, sind in meinem Büro. Kommen Sie und treffen Sie sie. Der Minister war ein großer Mann mit einem langen, dünnen Gesicht. Er hatte rotes Haar und einen großen roten Bart. Er sah uns an und lächelte nicht. Neben ihm stand Mr. Wilder, ein sehr junger Mann. Er war klein, hatte blaue Augen und ein wachsam aussehendes Gesicht. Er sprach zuerst. Der Herzog ist überrascht, Dr. Huble, Mr. Sherlock Holmes hier zu sehen. Er möchte nicht, dass die Leute davon erfahren, wissen Sie? Warum haben Sie nicht vorher mit dem Herzog gesprochen, bevor Sie nach London gingen? Aber wir brauchen Hilfe, sagte Dr. Huble. Nun, sagte der Herzog, Mr. Holmes ist jetzt hier, und vielleicht kann er uns helfen. Er sah Holmes an. Ich möchte, dass Sie im Holderness Hall bleiben, Mr. Holmes. Danke, Sir, sagte Holmes. Aber ich möchte in der Nähe des Rätsels bleiben, hier in der Schule. Darf ich Ihnen 1 oder 2 Fragen stellen? Natürlich, sagte der Herzog. Meine Fragen betreffen die Herzogin und das Geld, sagte Holmes. Die Herzogin weiß nichts davon, sagte der Herzog. Und niemand verlangt von mir Geld. Ich verstehe, sagte Holmes. Sie haben einen Brief an Ihren Sohn geschrieben, bevor er verschwand. Wann haben Sie ihn abgeschickt? Abgeschickt? Sagte Mr. Wilder wütend. Der Herzog verschickt keine Briefe. Ich habe den Brief zusammen mit allen anderen Briefen in den Postbeutel gesteckt. 1 Minute später gingen der Herzog und Mr. Wilder. Holmes begann sofort mit der Arbeit an dem Fall. Wir durchsuchen sorgfältig das Zimmer des Jungen
und das des Deutschlehrers. Wir sahen uns das Efeu an der Wand an und fanden die Fußabdrücke unter dem Fenster des Deutschlehrers. Aber wir lernten nichts Neues. Holmes verließ das Haus und kam erst nach 11 Uhr zurück. Er hatte eine große Karte dabei. Er brachte sie in mein Zimmer und legte sie auf das Bett. »Dieser Fall beginnt interessant zu werden, Watson«, sagte er. »Schau dir diese Karte an. Hier ist die Schule, siehst du, und hier ist die Straße. Sind der Junge und der Lehrer, als sie gingen, die Straße entlang gegangen?« »Nein, Watson, das haben sie nicht.« »Wie weißt du das, Holmes?« fragte ich. »Weil hier ein Polizist war«, sagte Holmes. »Er war von Mitternacht bis 6 Uhr morgens hier und hat niemanden auf der Straße gesehen. Ich habe heute Abend mit ihm gesprochen, und hier, am anderen Ende, siehst du, ist das weiße Pferd einer Frau. Sie war krank, und die Familie hat die Straße die ganze Nacht lang beobachtet und auf den Arzt gewartet. Der Arzt kam erst am Morgen, und die Familie hat niemanden auf der Straße gesehen. Also sind der Junge und der Lehrer nicht die Straße entlang gegangen. »Aber Holmes, was ist mit dem Fahrrad?« fragte ich. »Ja, Watson, wir müssen das Fahrrad natürlich im Kopf behalten. Aber zuerst schauen wir nach Süden und Norden. Im Süden haben wir einen großen Fluss, da gibt es keine Fahrräder. Dann haben wir im Norden die Bäume, die Ragged Shaw genannt werden, und dann ein großes Moor, das Lower Gill Moor. Und hier ist Holderness Hall, 16 Kilometer von der Schule entfernt auf der Straße, aber nur 9 Kilometer über das Moor. Keine anderen Häuser bis zum Green Man an der Chesterfield Road. »Aber das Fahrrad«, sagte ich wieder. »Ja, ja, Watson«, sagte Holmes. »Es ist möglich, mit dem Fahrrad über das Moor zu fahren. Schwierig, aber möglich.« In diesem Moment kam Dr. Hubel schnell ins Zimmer. »Neuigkeiten, Mr. Holmes«, sagte er aufgeregt. »Ich bringe Neuigkeiten.« In seinen Händen war ein blauer Schulhut. »Schau, das ist der Hut des Jungen. Einer meiner Gärtner hat ihn heute Abend gefunden.« »Wo, Mann, wo?« fragte Holmes. »Direkt nördlich von Ragged Shaw«, sagte Dr. Hubel. »Aha«, sagte Holmes. »Was habe ich dir gesagt, Watson? Morgen müssen wir nach Norden über das Moor gehen.« Sehr früh am nächsten Morgen öffnete ich meine Augen und sah Holmes neben meinem Bett. Er war schon angezogen. »Komm, Watson«, rief er. »Es gibt heißen Kaffee für dich. Wir verlassen in 10 Minuten.« Um 6 Uhr waren wir durch Ragged Shaw. Und eine halbe Stunde später waren wir auf dem Lower Gill Moor. In der Mitte des Moors war ein kleiner Fluss, und der Boden um ihn herum war sehr nass. »Wir können leicht Spuren im nassen Boden sehen«, sagte Holmes. »Sieh genau hin, Watson.« Wir gingen langsam über das Moor, betrachteten jedes Zentimeter Schlamm. Wir fanden Hunderte von Schafsspuren und einmal einige Kuhspuren, aber keine Fahrradsreifen. Und dann endlich fanden wir etwas. Nicht weit vom kleinen Fluss, direkt über etwas schönen schwarzen Schlamm, war der Abdruck eines Fahrrads. »Hurra«, rief ich, »wir haben es!« Aber Holmes sah nicht glücklich aus. »Es ist ein Fahrrad. Ja, aber nicht das Fahrrad. Jedes Fahrrad hat andere Reifen. Ich kenne 42 verschiedene Arten von Reifen. Dieser Reifen ist ein Dunlop.« Aber Heigers Fahrrad hatte Palmer-Reifen, sagte der Englischlehrer zu mir. »Also ist es nicht Heigers?« fragte ich. »Wahrscheinlich nicht. Der Junge hat kein Fahrrad mitgenommen«, sagte Holmes.
Er sah sich noch einmal den Abdruck im Schlamm an. Dieser Abdruck führt weg von der Schule. Oder vielleicht zur Schule, sagte ich. Nein, nein, mein lieber Watson, schau dir die Abdrücke der beiden Reifen an. Sind sie gleich? Nein, sagte ich. Ein Reifen hinterlässt einen tieferen Abdruck und das ist das Hinterrad. Weil der Fahrer natürlich über dem Hinterrad sitzt. Der tiefere Abdruck ist der oben, sagte Holmes. Also, dieses Fahrrad ist so über das Moor gefahren, weg von der Schule. Aber wer war der Fahrer? Woher kam er? Wir folgten dem Dunlop-Abdruck fast bis Ragged Shaw. Dann verloren wir ihn in einigen Kuhabdrücken. Holmes setzte sich hin und dachte ein paar Minuten nach. Nein, sagte er, als er aufstand. Wir müssen diese Frage vorerst beiseite legen. Zurück zum Schlamm am Fluss, Watson. 2 Stunden später rief Holmes freudig. Ich lief schnell zu ihm und blickte auf einen Tanier, einen langen, dünnen Abdruck im Schlamm. Es war der Palmer-Reifen. »Hier ist Higer«, rief Holmes. »Lass uns ihm folgen, Watson.« 1 Kilometer oder mehr folgten wir dem Palmer-Reifen nach Norden über das Moor, verloren den Abdruck, fanden ihn wieder, verloren ihn und fanden ihn erneut. Plötzlich hörte der Abdruck auf. »Was ist hier passiert?«, sagte ich. »Ist er gefallen?« Holmes betrachtete den Boden sorgfältig. Dann ging er zu einigen kleinen Sträuchern mit gelben Blumen. »Schau«, sagte er leise. Auf einer der gelben Blumen war etwas Rotes, das dunkle, bräunlich-rote Blut. »Schlecht«, sagte Holmes. »Schlecht«, sagte ich. »Ja«, sagte Holmes. »Was lese ich hier? Etwas oder jemand hat ihn geschlagen. Er fiel, er stand auf. Er stieg wieder auf sein Fahrrad und fuhr weg. Aber es gibt keine weiteren Spuren. Hier sind einige Kuhspuren, aber keine Fußabdrücke. Wir müssen dem Blut folgen, Watson.« Wir fanden bald das Fahrrad. Und dann, hinter einem Busch, sahen wir einen Schuh. Wir fanden eine Leiche. Es war Blut auf dem Kopf und Gesicht des Mannes. Und er war sehr, sehr tot. Er hatte Schuhe an, aber keine Socken. Und wir sahen ein Nachthemd unter seinem offenen Mantel. »Es war der Deutschlehrer«, sagte Holmes leise. »Was sollen wir tun, Watson?« »Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Aber wir müssen jemandem von diesem armen Mann erzählen. Soll ich zurück zur Schule laufen?« »Nein, ich brauche dich bei mir.« Holmes stand auf und sah sich um. »Schau«, sagte er. »Da ist ein Arbeiter. Er kann zurück zur Schule für uns.« Ich ging und holte den Arbeiter, und Holmes schrieb eine Nachricht für Dr. Hubel. Der arme Arbeiter sah sich die Leiche einmal an und begann schnell den Hügel hinunter nach Ragged Shaw zu rennen. »Nun«, sagte Holmes, »bevor wir weitermachen, lasst uns einen Moment nachdenken. Was wissen wir bisher? Erstens, der Junge ist freiwillig gegangen. Er war angezogen. Er ist nicht plötzlich gegangen. Er wollte gehen. Vielleicht mit jemandem, vielleicht auch nicht. Aber der Deutschlehrer ist ohne Socken und ohne Hemd gegangen. Also ist er sehr plötzlich gegangen. »Das stimmt«, sagte ich. »Und warum ist Higer gegangen?« »Weil er vom Fenster seines Zimmers den Jungen gesehen hat. Weil er ihm folgen und ihn zurückbringen wollte. Bis hierhin ist alles gut. Aber warum rennt Higer nicht einfach dem Jungen hinterher? Ein Mann kann leicht schneller laufen als ein Junge, aber Higer tut das nicht. Er holt sich sein Fahrrad. Er weiß, dass er sein Fahrrad braucht. Warum? »Ah«, sagte ich, »weil der Junge ein Fahrrad hat.« »Nicht so schnell, Watson«, sagte Holmes. »Denk nach.
Heiger stirbt 8 Kilometer von der Schule entfernt. Also bewegt sich der Junge sehr schnell. Denn es sind 8 Kilometer, bevor ein Mann mit dem Fahrrad ihm nahe kommen kann. Und Heiger stirbt, weil ihm jemand sehr hart auf den Kopf schlägt. Ein Junge kann das nicht tun, also war jemand mit dem Jungen, ein Mann, sagen wir. Aber wir haben den Schlamm rund um die arme Hikes Leiche sehr sorgfältig betrachtet, Watson. Und was haben wir gefunden? Einige Kuhspuren, aber sonst nichts. Keine Fußabdrücke von Menschen, keine Fahrradsreifen. Das ist nicht möglich, rief ich. Sehr gut, Watson, sagte Holmes. Es ist nicht möglich. Also stimmt etwas mit meinem Denken nicht. Was könnte es sein? Vielleicht, sagte ich, hat Heiger sich den Kopf in einem Fall im Schlamm gebrochen? Watson, ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Komm, komm, Watson, sagte Holmes. Jedes Rätsel hat eine Antwort, aber vorerst kann uns der Palmer-Reifen nichts mehr sagen. Also müssen wir zurück zum Dunlop-Reifen. Wir fanden den Dunlop-Abdruck wieder und folgten ihm nach Norden. Hier gab es sehr wenig Schlamm und wir verloren den Abdruck über das Moor. Wir konnten nun Holderness Hall, einige Kilometer zu unserer Linken sehen, und vor uns sahen wir die Chesterfield Road. Wir gingen die Straße entlang zum Green Man Inn. Als wir in der Nähe des Gasthauses waren, rief Holmes plötzlich aus: »Ah, mein Fuß, ich kann nicht darauf stehen. Hilf mir, Watson.« Ich nahm seinen Arm und wir gingen langsam zur Tür des Gasthauses. Ein Mann stand dort, rauchte und beobachtete uns. »Wie geht es Ihnen, Mr. Reuben Hayes?« sagte Holmes. »Wer sind Sie und wie wissen Sie meinen Namen?« sagte der Mann. Er sah sehr unfreundlich aus. »Weil es über Ihrem Kopf an der Tür des Gasthauses steht«, sagte Holmes. »Aber können Sie mir helfen, Mr. Hayes?« »Nein, ich kann nicht, aber ich brauche Hilfe. Ich kann meinen Fuß nicht auf den Boden setzen.« »Nun setze ihn nicht auf den Boden«, lächelte Holmes. »Schau«, sagte er, »es ist sehr wichtig und ich kann Ihnen ein Pfund für die Benutzung eines Fahrrads anbieten.« »Wohin möchten Sie fahren?« fragte Mr. Hayes. »Nach Holderness Hall.« »Oh, Freunde des Herzogs.« Mr. Hayes lachte, als er unsere schlammigen Schuhe und Hosen ansah. Holmes lachte auch. »Nun, wir bringen ihm Nachrichten von seinem verlorenen Sohn. Der Junge ist in Liverpool.« Mr. Hayes' Gesicht wurde weiß, dann rot. »Oh«, sagte er vorsichtig, »das ist gute Nachricht. Ich habe einmal für den Herzog gearbeitet, aber er war nicht gut zu mir. Ich mag ihn nicht, aber ich freue mich über den Jungen.« Wir gingen alle ins Gasthaus. »Nun«, sagte Holmes, »etwas zu essen bitte, dann können Sie uns das Fahrrad bringen.« »Ich habe kein Fahrrad«, sagte Mr. Hayes. Holmes legte ein Pfund auf den Tisch. »Ich sage Ihnen, Mann, ich habe kein Fahrrad. Sie können 2 Pferde haben, um sie zum Gasthof zu bringen.« Er brachte uns etwas zu essen, und wir aßen hungrig. Durch das Fenster konnten wir die Ställe hinter dem Gasthaus sehen. Einmal stand Holmes auf und ging im Raum umher. Dann stand er und sah aus dem Fenster zu den Ställen. Überraschenderweise war sein Fuß jetzt viel besser. Plötzlich lachte er und sah mich an. »Ich habe es«, rief er. »Ja, natürlich. Das ist es, Watson.« »Hast du heute Kuhspuren gesehen?« fragte er. »Ja«, sagte ich, »viele davon, überall.« »Und wie viele Kühe hast du auf dem Moor gesehen?« »Ich erinnere mich an keine«, sagte ich. »Ist das nicht seltsam, Watson? Viele Kuhspuren, aber keine Kühe.«
Und erinnerst du dich an diese Spuren, Watson? Er holte sein Notizbuch heraus. Da waren Spuren wie diese, und manchmal so und manchmal so. Erinnerst du dich daran, Watson? Nein, ich nicht, sagte ich. Was bedeutet das, Holmes? Es bedeutet, dass es eine sehr seltsame Kuh ist, Watson. Kühe bewegen sich nicht so. Nun lass uns ruhig hinausgehen und uns umsehen. Wir fanden die Ställe. In den Ställen standen 2 müde aussehende Pferde. Holmes betrachtete eines der Pferdefüße sorgfältig und lachte. Schau, Watson, alte Hufeisen, aber neue Nägel. Oh, dieser Fall wird jede Minute interessanter. Ich begann Holmes eine Frage zu stellen, aber plötzlich hörten wir jemand hinter uns. Es war Mr. Reuben Hayes. Sein Gesicht war rot und wütend. »Was machen Sie in meinen Ställen?« rief er. »Wir sehen uns nur Ihre Pferde an, Mr. Hayes«, sagte Holmes und lächelte. »Warum haben Sie etwas zu verbergen?« Der Mann öffnete den Mund, schloss ihn dann schnell. Sein Gesicht war immer noch rot und wütend. Holmes gab ihm keine Zeit zu sprechen. »Ich denke, Ihre Pferde sind müde, Mr. Hayes. Wir können zum Gasthof gehen.« »Es ist nicht weit, 3 Kilometer über die Straße.« Mr. Hayes sagte, seine Augen beobachteten uns weiterhin wütend. Es war fast dunkel, als wir gingen. Wir gingen etwa 100 Meter die Straße entlang. Dann nahm Holmes meinen Arm. »Schnell, Watson, vom Weg und den Hügel hinauf. Dann können wir vom Hügel hinten am Gasthof herunterkommen.« Wir rannten den Hügel hinauf. »Dieser Mann Hayes«, sagte ich. »Er weiß alles über die Entführung. Stimmt das?« »Natürlich, das ist es«, sagte Holmes. »Wir können noch viel mehr von Mr. Hayes erfahren.« »Ah, wer ist das, Watson? Hock runter!« Da war ein Fahrrad auf der Straße. Es kam schnell an uns vorbei und wir sahen den Fahrer. Mr. James Wilder, den Sekretär des Herzogs. Sein Gesicht war blass und ängstlich. »Schnell, Watson«, sagte Holmes, »wir müssen ihm folgen.« Wir rannten den Hügel hinunter und hielten an, als wir die Hintertür des Gasthauses sehen konnten. Wilders Fahrrad war an der Wand nahe der Tür. 5 Minuten lang passierte nichts. Dann ritt ein Mann auf einem Pferd schnell aus den Ställen und verschwand die Straße hinunter. »Was hältst du davon, Watson?« sagte Holmes. »Jemand läuft davon.« »Ja, aber nicht James Wilder, denn dort ist er an der Tür.« Wir konnten Wilder im Licht von der Tür sehen. Er stand da und sah hinaus, und 10 Minuten später kam ein weiterer Mann die Straße entlang und ging ins Gasthaus. Und dann endlich ging ein Licht in einem Zimmer oben an. »Komm, Watson, wir müssen näher heran«, sagte Holmes. Wir gingen den Hügel hinunter und gingen sehr leise zur Hintertür des Gasthauses. Das Fahrrad stand immer noch an der Wand. Holmes betrachtete das Rad und lachte leise. »Ein Dunlop-Reifen, Watson. Jetzt muss ich durch dieses Fenster oben schauen. Also brauche ich deinen Rücken, Watson.« Holmes stellte sich auf meinen Rücken, aber nur für eine Sekunde, dann war er wieder unten. »Komm, mein Freund«, sagte er. »Es ist ein langer Weg zur Schule, also lass uns sofort losgehen. Ich kann dir morgen alle Antworten zu diesem Rätsel geben.« Es war ein langer, kalter, matschiger Weg zurück zur Schule. Ich ging sofort ins Bett, aber Holmes ging wieder nach Milon. Ich glaube, ich war sehr müde und schlief die ganze Nacht wie ein toter Mann. Um 11 Uhr am nächsten Morgen waren Holmes und ich im Büro des Herzogs von Holderness.
Mr. Wilder kam, um mit uns zu sprechen. Der Herzog kann heute niemanden sehen, sagte er zu Holmes. Holmes sah ihn kalt an. Der Herzog kann mich sehen, sagte er. Bitte sagen Sie ihm, dass ich hier bin. Nach einer halben Stunde kam der Herzog von Holderness in den Raum. Er sah älter, müde und krank aus. »Nun, Mr. Holmes«, sagte er. Holmes sah James Wilder an. »Ich kann freier sprechen, wenn Ihr Sekretär nicht hier ist, Sir.« »Sehr gut«, sagte der Herzog müde. »Bitte, James.« James Wilder warf Holmes einen wütenden Blick zu, aber er verließ den Raum und schloss die Tür. Holmes sah den Herzog an. »Ich höre, Sie bieten 5.000 Pfund für Neuigkeiten über Ihren Sohn. Stimmt das? Und weitere 1.000 Pfund für den Namen des Entführers. Stimmt das?« »Mein Freund«, lächelte Holmes. »Ich sehe Ihr Scheckbuch auf dem Tisch, Sir. Ich hätte gerne Ihren Scheck über 6.000 Pfund.« »Mr. Sherlock Holmes«, sagte der Herzog wütend. »Was soll das? Haben Sie Neuigkeiten über meinen Sohn oder nicht?« »Oh ja«, sagte Holmes. Die Augen des Herzogs wanderten nie von Holmes' Gesicht. »Wo ist mein Sohn?« fragte er ruhig. »Er ist oder war letzte Nacht im Green Man Inn, 3 Kilometer entlang der Straße nach Chesterfield.« Der Herzog fiel zurück in seinen Stuhl. »Und der Name des Entführers?« Sherlock Holmes' Antwort war eine sehr überraschende. »Sie«, sagte er. »Und jetzt, Sir, Ihren Scheck, bitte.« Der Herzog stand auf, sein Gesicht war blass und wütend. Dann setzte er sich wieder und vergrub sein Gesicht in seinen Händen. Es dauerte einige Minuten, bis er sprach. »Wie viel wissen Sie?« fragte er. »Ich habe Sie gestern Nacht mit ihm gesehen«, sagte Holmes. »Und wie viele Menschen wissen davon?« »Nur ich und mein Freund hier, Dr. Watson.« Der Herzog holte einen Stift heraus, öffnete sein Scheckbuch und begann zu schreiben. »Als ich dieses Angebot machte, wusste ich nicht.« Er stoppte, dann begann er wieder. »Werden Sie und Ihr Freund darüber sprechen?« »Mr. Holmes?« »Ich verstehe Sie nicht, Sir«, sagte Holmes. »Ich meine, niemand muss von diesem kleinen Familiengeheimnis wissen«, fuhr der Herzog fort. »Nur Sie und Ihr Freund, Watson. Schau, hier ist mein Scheck über 12.000 Pfund«, sagte der Herzog. Holmes schenkte ihm ein kaltes kleines Lächeln. »Es tut mir leid, Sir, es gibt einen toten Mann in diesem Fall.« »Aber das war nicht James«, rief der Herzog. Er wusste nichts davon. Er war sehr, sehr unglücklich, als er von dem Mord hörte. »Mord«, sagte Holmes. »Aber James war nicht dort, und als er davon hörte, kam er sofort zu mir und erzählte mir alles. »Oh, Mr. Holmes, Sie müssen ihm helfen. Sie müssen. Er ist nicht der Mörder. Der Mörder ist letzte Nacht weggelaufen.« Holmes lächelte wieder. »Ich habe noch eine kleine Neuigkeit für Sie, Sir. Die Polizei traf Mr. Reuben Hayes gestern Nacht am Bahnhof von Chesterfield. Mr. Hayes wird für lange Zeit nicht mehr weglaufen.« Der Herzog sah Holmes mit offenem Mund an. »Sie wissen alles?«, sagte er, »aber ich freue mich, von Hayes zu hören. Er war immer ein schlechter Mann, und diese Nachricht kann nur James helfen.« »James, Ihr Sekretär«, sagte Holmes. »Nein, Sir, mein Sohn, James Wilder, ist mein Sohn.« Als der Herzog das sagte, war ich sehr überrascht. Aber auch Holmes war überrascht. »Das ist neu für mich«, sagte er. »Können Sie mir mehr erzählen?« Der Herzog stand auf und ging eine Minute im Raum umher.
»Ich muss Ihnen alles erzählen«, sagte er. »Ich wollte nicht darüber sprechen, aber ich muss. Ich sehe das jetzt.« Er setzte sich wieder und begann seine Geschichte. »Als ich ein junger Mann war, Mr. Holmes, war ich verliebt. Oh, so sehr verliebt. Es passiert nur einmal im Leben. Und diese Frau war die Liebe meines Lebens. Ich wollte sie meine Frau nennen, aber sie starb. Sie ließ mir dieses eine Kind, und ich liebte ihn wegen ihr. Wenn ich in sein Gesicht schaue, sehe ich sie und erinnere mich an sie. Und ich kann nicht aufhören, sie zu lieben. Ich muss den Jungen bei mir haben wegen ihr. Aber ein Minister kann der Welt nicht von einem unehelichen Kind erzählen. Also ist James der Welt mein junger Sekretär, nicht mein Sohn. Er weiß, dass ich sein Vater bin. Er hasst die Herzogin, weil sie nicht seine Mutter ist, und er hasst meinen jüngeren Sohn Arthur, weil Arthur alles hat. Arthur hat einen Namen, einen berühmten Vater, Häuser, Geld, alles. James hat nichts. Nun, er hat etwas Geld, natürlich, aber er ist nur Mr. James Wilder und er möchte eines Tages der Herzog von Holderness sein. Das ist natürlich nicht möglich. Aber James kann das nicht verstehen. Und deshalb, sehen Sie, hatte ich Angst um Arthur. Deshalb schickte ich ihn in Dr. Huxtables Schule. »Und was macht James als nächstes?« fragte Holmes. »Er entführt meinen armen Arthur. Es verändert nichts. Aber James kann das nicht sehen. Er will, dass ich sage, ja, James, jetzt kannst du mein erster Sohn sein. Du kannst alles haben. Arthur kann der zweite Sohn sein. Aber das kann ich nicht tun. Natürlich kann ich das nicht.« James kannte diesen Mann Hayes. Wissen Sie, weil Hayes einmal für mich arbeitete. James bat Hayes um Hilfe, und der Mann war bereit, sie ihm zu geben. Erinnern Sie sich an meinen Brief an Arthur an jenem letzten Tag. Der Herzog fuhr fort. Nun, James öffnete den Brief und steckte einen Zettel von ihm hinein. An diesem Abend fuhr er mit dem Fahrrad über das Moor und traf Arthur in Ragged Shaw. Er sprach über die Herzogin, Arthurs Mutter. »Sie möchte dich sehen«, sagte er zu Arthur. »Sie wartet im Moor. Komm um Mitternacht zurück, und ein Mann mit einem Pferd wird dich zu ihr bringen.« Natürlich wollte der arme Arthur seine Mutter sehen, also kam er. Hayes war mit 2 Pferden dort, und sie ritten über das Moor. Aber der Deutschlehrer folgte ihnen, und Hayes tötete ihn. Hayes brachte dann Arthur zum Green Man. Nun, Mr. Holmes, ich wusste nichts davon bis zum Mord. James ist ein schlechter Junge, aber er ermordet keine Menschen. Als er von der Nachricht hörte, kam er sofort zu mir, weinend. Was konnte ich tun? Ich wollte nicht, dass die Welt davon erfährt. Also ging James zum Green Man. Er sagte Hayes, er solle weglaufen, weil jetzt jeder vom Mord wusste und auch der Name des Mörders bekannt war. Hayes ging sofort weg. Später ging ich hinunter und sah Arthur. Ich ließ ihn dort mit Miss Hayes, weil ich der Polizei zu diesem Zeitpunkt nichts sagen konnte. »Also, Mr. Holmes, jetzt wissen Sie alles«, sagte der Herzog. Holmes sah ihn an. »Sie helfen einem Mörder, sagen nichts der Polizei, lassen Ihren jungen Sohn in einem schmutzigen Gasthof und bitten um meine Hilfe.« Normalerweise wurde der Herzog von Holderness nicht so angesprochen. Sein Gesicht war rot, aber er sagte nichts. »Zuerst«, sagte Holmes, »müssen wir Arthur nach Hause bringen.« »Ja«, sagte der Herzog ruhig. Holmes schrieb schnell eine Nachricht und verließ den Raum.
Eine Minute später war er zurück. »Nun«, sagte er, »was werden Sie jetzt wegen Mr. James Wilder tun?« »Ich verstehe Sie, Mr. Holmes«, sagte der Herzog. »James verlässt mich und geht nächste Woche nach Australien.« »Gut«, sagte Holmes, »und die Herzogin vielleicht. Ohne James im Haus, Sie und Sie.« »Ja, ich schrieb heute Morgen an die Herzogin«, stand Holmes auf. »Nun«, sagte er, »Watson und ich können jetzt nach Hause gehen. Ich denke, es gibt nur noch eine kleine Sache.« Dieser Mann Hayes nahm 2 Pferde über das Moor, aber die Hufe der Pferde hinterließen Spuren wie die eines Rindes im Schlamm. Wie war das möglich? Der Herzog sah überrascht aus und dachte eine Minute nach. Dann ging er weg und kam 2 Minuten später mit einer Glasbox in den Händen zurück. »In der Box waren einige Hufeisen«, sagte der Herzog. »Wir fanden diese Hufeisen unter dem Boden im Garten. Sie sind etwa 500 Jahre alt. Wir denken, die Familie Holderness hat eine lange und interessante Geschichte.« Holmes öffnete die Box und nahm ein Hufeisen heraus. Es war ein Hufeisen für ein Pferdefuß, aber es sah aus wie der Fuß eines Rindes. Holmes benetzte seinen Finger und fuhr mit ihm am Boden des Hufeisens entlang. Ein wenig Schlamm kam an seinem Finger ab. »Danke«, sagte Holmes. Er legte das Hufeisen zurück in die Box. »Dieses Hufeisen ist das zweitinteressanteste Ding im Norden Englands«, sagte er. »Und das erste?«, fragte der Herzog. Holmes nahm den Scheck über 12.000 Pfund vom Tisch und steckte ihn langsam in sein Notizbuch. »Ich bin ein armer Mann«, sagte er. Er sah liebevoll auf das Notizbuch und legte es dann sorgfältig in seine Tasche.